8 hours on world's best first class flight? Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Dann würde ich doch mal sagen... We're gonna look at a new trendy video. Ach, war der Noise Gate drin? Ja, wenn der Noise Gate drin war, dann sagen wir doch einfach Today. Oh, ist wie so, nochmal so ein, der ist nicht ganz so hart, aber man hat noch so einen leichten, Today, I'm flying the world's best first class for 8 hours from London over to Abu Dhabi. This is the Etihad residence. War so ein sehr schneller Salopper Today, oder? So ein Today, also so ein bisschen. Glaubt ihr, er entfernt sich von seinem Trademark? Weißt du, kann ja sein, dass er sich auch so langsam so auch mal dann in Dubai auf dem Burj Al Arab stand und so ein bisschen in die Ferne geschwiffen ist, so mit seinem Blick. Der war mal nicht bedeutungsschwanger, er hat wirklich nachgedacht und dachte sich so, maybe I should change the way I say hello in the videos. I don't want to be known as the Today guy. Und dann will er sich da langsam davon entfernen. I'll show you exactly what it's like from my living room, fully enclosed bedroom, and ensuite bathroom with its own shower. All this does not come cheap though, historically costing over $20,000. But today you're joining me on the very first flight back. The very first flight. Well, good morning from London Heathrow, Terminal 4. It's bright and early, but that won't stop my excitement to try a flight I've wanted to board since it was introduced back in 2014. Mann, ich frag mich immer, wie das sein muss. Ich will dem einmal irgendwo an einem Flughafen begegnen, wie er genau diese Shots macht. Wie muss das aussehen, wenn du hier irgendwo chillst und der macht diesen Shot und läuft dann so rum und wo guckt er hin? Also es ist faszinierend für mich. To board since it was introduced back in 2014. The pandemic of course stopped any chance of me trying this, and today is the first day of Etihad's A380 operation in over 3 years. As I approach the first class counter, a lovely member of the Etihad team comes to introduce herself. Real Talk, ich check immer nie den Unterschied zwischen Etihad, Katar und dann gibt es noch so ein anderes, Emirates. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Die sind alle auch so krass bonzig irgendwie. Für mich ist es eins irgendwie, ist eine Fluggesellschaft alles. With my golden ticket, I'm informed that she'll be personally escorting me right up until I board the aircraft. Right, let's head through security, and it goes about saying that we have a special expedited channel, with thankfully no queuing involved. Neue Mucke. Also auch mal interessant, er hat den Dings-Scanner-Shot gemacht. Er hat die Kamera rein und durch die radioaktive Zone Dings-Scheiß gemacht, ne? It's time to check out the lounge. Terminal 4 is quite the hub for airline-operated lounges. For example, Qatar and Gulf have their own outstations. Etihad, of course, is no exception. Access is granted for those in business, first class, and of course the residents. Whilst the main lounge is a lovely space with plenty of comfy seats and a la carte dining, I'm shown through to a separate room. Ey, das sieht so sehr aus wie so ein da wird gebumst Raum, finde ich. So unheimlich, dieser eine VIP-Raum, ja. Weiß ich auch nicht. Complete with private dining, sofas, and an ensuite bathroom with shower. Let's settle in and take a peek at what's on the menu. Ja, ist schon geil, in so einem Raum zu sitzen, aber irgendwie, als ob da wirklich jemand duscht. Ich glaube, da duscht nie jemand. It's extensive from my favourite Eggs Benedict to a full-on dinner service, though I'll be saving my appetite for on board. Instead, let's indulge in a glass of rosé champagne. Hat er gerade mit der Kamera gepostet, ne? To start the morning right. Ach, guck mal, jetzt wird den Shot. Achtung. Hat er sich da nochmal nachgegossen? Jetzt werde ich Detektiv. Ihr habt ja vielleicht meinen Vlog gesehen, den ich jetzt in Amsterdam gedreht habe. Deswegen, ne, ich kenne mich jetzt langsam aus. Ich komme langsam auch in die Vlogger-Sachen rein, so Anschlusswechsel und so. Jetzt guck mal, er muss ja hier für den Shot, da ist das Glas so voll, ne? Hat er so ganz kurz gesippt oder was? Da hat er, glaube ich, gar nicht getrunken. Weil, guck mal, im nächsten Shot hat er schon wieder umbauen müssen mit Stativ und so. Indulge in a glass of rosé champagne. Okay, wir achten drauf, auf die Menge. To start the morning. Ey, das ist aber gut geschnitten. Habt ihr das gesehen? Das ist ein guter Schnitt. Ey, jetzt ohne Scheiß. GG, das ist ein guter Schnitt. Mit der Bewegung nach unten und der Menge und so. Der hat also wirklich entweder nachgefüllt nochmal, dass es für den Schnitt passt. Willi. Can't you see? Sometimes your Schnitt just hypnotize me.
Ja, gut, Chat, ihr seid ein bisschen streng. Mit den Augen hat es nicht ganz gestimmt. Okay, gut. Euch stellen wir ein beim nächsten Herr der Ringe-Film für Anschluss. Wie die Leute, die Anschluss machen. It's absolutely packed, with nearly 500 passengers waiting to get on board. Kommt ein lindes Kind beim Namen Pöbel. With nearly 500 Pöbels. And they're all in the way. I also get my first glance of our aircraft, a 7-year-old Airbus A380, the first of 4 which Etihad will return to service. Right, enough looking, let's get down that jet bridge. Ja, unser Song. And just before we get on board, it's time for a Ey, ich hab schon mal gesagt, Leute, irgendwann machen wir zusammen machen einen Rave. Alle hier, die live dabei sind und die Leute, die immer diese Videos schauen, auch die Loker. Wir machen einen geilen Rave und es kommt den ganzen Abend nur diese Royalty-Free-Musik von Track Trendy. Und ich leg auf. Und alle haben so einen Rollkoffer und jeder hat so eine Vlogkamera und wir machen alle immer bedeutungsschwanger und wir machen diesen riesen Milli-Willi-Dilli-Party. Es wird Hammer. On to the plane! Walking on board the first class cabin is like an entirely different world. There are just 9 suites here, or what Etihad calls apartments. Warte. Stopp. Wisst ihr was? Als ich mit Streamen angefangen habe, habe ich mir so die Zuschauer vorgestellt. Oh mein Gott, lag ich falsch. Aber so habe ich mir vorgestellt, ist der durchschnittliche Twitch-Zuschauer. Leicht einsitzen, keine Termine, gepflegtes Äußeres. Naja, was dabei rausgekommen ist, wissen wir alle. The residence is located right at the front, in 1 Alpha, not that it has a seat number. I feel a little lost for words here, as this is just one of 3 rooms I have to myself. Was? Ach komm, der hat 3 Räume. Ach leck mich, komm. Das ist doch eine absolute unnötige Scheiße, Mann. Ich hab nicht mal so viele Räume in meiner Wohnung. Genau, und hinten quetschen sich die anderen 300, 500 Leute waren's. Ey, wisst ihr was ich machen würde? Ich wäre der Typ, ohne Scheiß. Wenn ich so dekadent wäre und mir das rauslasse und ich habe 3 Räume, dann will ich auch, dass das ganze Flugzeug das weiß. Nee, no real talk. Ich bin der Typ, der dann während dem Flug nach vorne geht und so ein Megafon hat und sowas sagt wie: Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe vorne im Flugzeug, habe ich 3 Räume nur für mich. Okay, danke, viel Spaß noch, ciao. Und dann gehe ich so. Let's celebrate a bit and indulge in a pre-departure champagne. Etihad server 2002 de Val Leroy Grand Cru in the residence, which retails at around $350 a bottle. I've never tried it before, but it's delicious. Mir gefällt das Kissen nicht. Eins im Chat, wer OCD hat. Ja, seht ihr das? Das macht mich schon direkt hier. Das ist der Abzug. Für 20.000 € pro Flug will ich, dass die Kissen gerichtet sind. Das ist vor allem kein Moet. Aber ich glaube, das ist besser als Moet, oder? So let's get my seatbelt on as the safety video begins to screen. Your handset and tray table are put away and windows are clear. Our cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. With that, we taxi out over to the runway. Ist der eigentlich Astronaut, fragt der Chat. Du, ich warte eigentlich nur auf den Tag, dass er wirklich mal zur fucking ISS fliegt. Today! Und dann so schwebt er drauf. We're gonna take a trip to the moon. On the moon. Dann hat er so Moet aus so einem Dings, weißt du, diese Dinger, diese Astronauten, wo so Today we're gonna take a trip to the moon. I am floating away. die ganzen anderen Astronauten so. Today, millionaire are on the moon. We're gonna check out the craters and we're gonna check out the local stuff. But first, a word from our sponsor. Well, unsurprisingly, as Etihad is the national carrier of the UAE, we'll be heading to its capital, Abu Dhabi, with a blocked flight time of approximately 8 hours. Da war ich schon 2-mal in Abu Dhabi. It's not long before we reach our cruising altitude of 35,000 feet. I also forget just how smooth and quiet the A380s are. I guess it's partly due to where we're sitting, right at the front on the top deck. What? It's a front and the top In the deck. residence, I'm assigned dedicated cabin crew, a fantastic lady named Daniela. She suggests that I try the rosé champagne also, and who am I to say no to another glass? Na klar. Ey, glaubt ihr, Leute, jetzt mal unser, glaubt ihr, der hat mich jetzt schon mal auf dem Schirm? Ich meine, die klicken sich ganz okay, die Videos, ne? Also für meine Verhältnisse. Glaubt ihr, dem ist das, der ist bestimmt auch schon mal verlinkt worden. Glaubt ihr, der weiß, der hat mich schon mal gesehen? Glaubt ihr, der kann mich leiden? Oh, this German guy again. I don't know, he's a streamer. He always goes like, today, I don't understand. Der macht mich nach, das wäre so geil, wenn er so ein Video macht, wo er in so einem Streaming-Setup ist, was genau wie meins aussieht und mich dann so verarscht. Dark Souls, nein, Chat. Das hat auch der so einen deutschen Akzent und so. Hey, würde ich feiern.
I'm impressed to see how extensive the menu is, but I'm sure many of you will be very aware of my predictability by now. Steak. It's gonna be steak, right? It's gonna be steak. We know it's gonna be steak. I think it's time we take a proper look around our aircraft, with an incredible 498 passengers on board. The upper deck is an entirely premium configuration, with the majority being 70 business class studios. In between business and first is a bar area, and whilst not a hit on the Emirates one, it's a lovely place to hang out, make new friends, and enjoy a drink or two. Now for first class, which is really in a league of its own. Named apartments, these are among the largest first class seats in the sky. Lastly, of course, we get to the residence where we are today. Featuring 125 square feet of luxury from the living room, fully enclosed bedroom, and ensuite bathroom, complete with a shower. We'll focus firstly on the living room. Allein das Wort Living Room im Flugzeug, Wohnzimmer. Mama, ich bin mal im Wohnzimmer. Im Flugzeug. 35 Fuß über dem Meer. Was auch immer Fuß sind. Ich schätze mal, das sind 10.000 Meter. There's also a minibar, which I've already asked can be replaced with DC at my request. 32-inch TV and a fold-out dining table, of which we'll be using now for lunch. Saufen! Next I'm served some fresh bread. Ja gut, das sieht aus wie so beim Rewe im Ding. Das ist so das sind Rewe-Brötchen oder Edeka in dem Ding, wo man mit der Zange rausholen muss, aber nie macht. Also ich mach's selten mit der Zange, not gonna lie. Weil ich weiß doch, welches Brötchen ich haben will. Nie verstanden. Wenn ich ein Brötchen sehe, ja, dann ich bin schnell. Ich hab genaue Finger. Ich nehme das und dann ist mein Brötchen. Ich nehme das ja nicht, ist es gut genug und dann schmeiß ich es wieder rein. Ich finde es auch echt, ich finde es auch mal anstrengend, wenn manche Reves, da sind sie so richtig so bei diesem Backding, dann gucken die so richtig, aber die irgendwie so, die wollen dich richtig erwischen. Halt, Entschuldigung, nehmen Sie die Zange. Ich will immer so, Digga, ich will dafür keine Werbung machen, Leute, ne? Also, nimmt die Zange, ist natürlich so, aber ich sage, ich bin schuldig im Sinne der Anklage, Herr Richter, ich nehme meistens ohne Zange. Ich bin Team ohne Zange, weil ich nehme das. Scheiße, ich muss verhaftet werden jetzt wahrscheinlich nach dem Stream. No surprises here, I've opted for the signature caviar service, served with all the trimmings. Creme mit Leibniz-Keks? Fresh, grated egg whites and yolk, and finely chopped onions. The caviar itself is punchy stuff, retailing at $60 for this small 30-gram tin. And the taste? Fabulous, of course. Next up, Das sind Fischeier, Mann. Das sind Eier von Fischen. Nur zum Reminder. Second appetizer, the beef carpaccio, served with a béarnaise sauce, asparagus and cherry tomatoes. Again, phenomenal. Okay, das ist, glaube ich, ganz lecker, aber irgendwie, Carpaccio ist mir auch ein bisschen unheimlich, weil das ist ja rohes Fleisch, oder? Prior to my main course, I'm offered a palate cleanser of raspberry sorbet. I'm aware this is very much a thing with fine dining, but to me it feels like having a dessert partway through. On palate cleanser. Mortimer, could you come into the living room? No, the other room. Yeah, we have 3 rooms, sorry. I just had some caviar and I desperately need a palate cleanser before I take my steak because I want my palates to be clean. Now for the main event, and you guessed it, steak, cooked to my preference of medium. Now I'm told they're actually able to use a hot plate in the galley to cook this, though I suspect it's already part cooked. I'd say this is up there. Zeig doch Steak, Junge, das ist viel zu weit weg, was soll das? Das sind wir nicht gewohnt. Ey, Willi lässt nach. Der hat keinen Steak-Anschnitt gezeigt, was ist denn das? Was ist denn das für ein Schuss? Also sorry, ich glaube, das Steak sieht einfach nicht gut aus. Theorie, das Steak war scheiße und war drüber und vielleicht kriegt er ja irgendwie Geld für diese ganze Reise und dann wollte er jetzt nicht motzen oder so. Weiß ich nicht, das ist Spekulation. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber könnte sein. In the galley to cook this. Das hat man hier sogar gesehen. Guck mal, ich sehe sogar hier, dass das zu durch ist. Ja, nicht mit uns hier. Wir sind die kritischsten Zuschauer von ihm, glaube ich. I'd say this is up there with one of the best steaks I've ever had in flight. Ja, klar. Being full to burst now, I'll have dessert later on in my bedroom. Yes, dinner in bed is a thing here. Dinner in Bed im Flugzeug. Ich sag's euch, Leute, irgendwann bauen die noch Kreuzfahrtschiffe, die Landebahnen haben, wie Flugzeugträger, wo aber so A380 drauf landen können, damit so Penisraketen Jeff Bezos Menschen einfach da drauf landen können, um während der Landung im Bett zu sitzen und Kaviar zu schnabulieren und einfach irgendwie, was weiß ich. It's also time to boot the Tim. The Tims! We got the Tims, of course, check mark.
Steak, Tims, NASA. Was ist das? Wir müssen mal so ein Dings-Bingo machen mit ihm, oder? Tims, NASA, Willy, Millie, Today, Steak, DC. Das ist doch schon fast ein volles, gutes Bingo, oder? Moet, Schrägstrich Champagne, Gliedreflexion. Nur im Handtuch sein. Dusche. Ey, wir machen das vielleicht müsst ihr, wenn ihr Bock habt, dann macht doch mal eins. Ey, jetzt ohne Scheiß. Also ja, und ich bin absolut, gebe ich zu, ich bin dafür zu faul. Ich gebe es euch ab, weil wenn ihr Bock habt, könnt ihr das machen. Ich nehme es gerne mit. Und postet das doch im Discord-Channel. Wenn jemand Bock hat, so ein Bingo zu machen, haben wir es fürs nächste Today-Video. Wäre doch lustig. Dann können wir das vielleicht spielen währenddessen oder so. My ensuite is adjacent to the living room, at the entrance to the corridor leading to the bedroom. Das ist sein eigenes Klo, ne? But given it's just for me, it's perfect. It's also stocked with a personal favourite of mine. Ey, die Scheiße ist halt übel teuer, wisst ihr das eigentlich? Das ist so KaDeWe-Zeugs. Das ist sowieso dieses, wie heißt nochmal das andere da? La Roche-Posay und sowas. Das ist richtig teuer. Okay, the shower. Residence guests have a whole 10 minutes. War der Shot wirklich nötig? Hm? Ist es wirklich nötig, diese... Okay, the shower. Residence guests have a whole 10 minutes of running water, which can apparently be extended. Dangerous. Dangerous Armatur hier. Ich sag's, wie es ist. Ganz, ganz gefährliche Armatur für Vloggen nackt. Though that's more than enough for me, and jetzt wird's aber... Jetzt spielt er mit dem Feuer. Jetzt spielt er wirklich mit dem Feuer hier. as far as showers. Wow, der Showershot. Der fucking Showershot. Es wird immer mehr. As far as showers go, it's fab, with good pressure, and no, it's not lost on me that I'm showering at 35,000 feet in the sky. Also ich finde das irgendwie unnötig in der Dusche im Flug. Also naja, I don't know, whatever, reiche Leute, ich check's nicht. With the provided hairdryer behind your vanity mirror. Now that's much better. Fun Fact übrigens, ich benutze nie Föhns. Ich hab nie verstanden, wozu man Föhn benutzt. Ja, zum Haare trocknen. Sorry, warum bin ich so aggressiv? Nicht anders. Zum Haare trocknen. So. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich Föhns benutzt habe, war, als ich ein Kind war und halt ins Hallenbad gegangen bin in Tübingen, oben auf Waltersee Ost, Represent. Und da gab es diese Dinger, kennt ihr die noch, die an der Wand sind? So 5, 6, 7 Stück und dann kann man da sitzen. Und dann ist es so und dann sitzt du halt da drunter und das kommt von oben die heiße Luft raus. Kennt ihr die noch? Gibt es das überhaupt noch? Ich check Föhns nicht. Ich finde immer, Haare sehen scheiße aus nach dem Föhn. Also vor allem meine grauen Haare sehen immer kacke aus. Ich föhne das nicht. Ich rubbel einfach durch und dann ist gut. Und ganz ehrlich, mich nerven auch immer die Leute im Fitness, weil ihr wisst, ich gehe jeden Tag, weil die so laut sind, die Föhns. I don't know, I don't get it. Aber föhnt euch mal. Oh yeah, I almost forgot to mention, not only are PJs provided, but also a dressing gown. Now this is a first for me in the sky. And make our way to the party piece, a fully enclosed private bedroom in the sky. This is the stuff of dreams and honestly the closest you can get to flying private, commercially. There's even in-flight entertainment, which we'll be checking out later. Okay, jetzt mal aber eine ernst gemeinte Frage. Wie umgehen die hier diese Sicherheit? Weil wir hatten es ja schon ein paar Mal. Wir wissen doch mittlerweile, dass bei den ganzen Luxus, bei quasi Commercial Flights, die Türen nie ganz zugehen, ne? Weil die Stewards und Stewardessen müssen immer drüber gucken oder reingucken können aus so Sicherheitsgründen irgendwie. Warum ist es in dem Zimmer jetzt anders? Weil das ist ja wirklich ein eigenes Zimmer. Aber okay, not gonna lie, so ein Bett, so ein eigenes Zimmer, das ist schon nicht schlecht. Ich würde auf keinen Fall würde ich da masturbieren oder so. Das hat zwar jetzt keiner gefragt, aber ich will einfach nur das einmal mal gesagt haben. Ich frage mich echt manchmal, warum ich solche Sachen sage. Jetzt ohne Scheiß, ich habe wirklich gerade das so gesagt. Wir haben 1300 Leute hier und es ist nicht mal witzig gewesen, oder? Ich sag das einfach und es ist eigentlich dumm. Well, it may be a day flight, but I'm off for an afternoon nap. Warum geht der mit damit ins Bett? Well, that was the comfiest bed in the sky I've ever slept in. Shall we order some room service to have in bed? I can order anything off the menu, but I told Daniela to surprise me. Würde ich nie im Leben machen. Im Restaurant oder so. Überrasch mich. Ja, was? Und dann kriege ich irgendwie Scheiße. And surprise she did. I've got a beautiful spread of fresh fruits, pastries, and a mimosa. Now this... Jetzt frühstückt er wirklich im Bett. Das wäre mir so unangenehm, da zu liegen und dann kommt eine Stewardess rein oder ein Steward, was auch immer, und bringt mir das so. Und ich sitze da irgendwie, danke, bringt mir Solo und den Wookie.
Now this really is a pinch me moment. Post food, let's relax a bit and enjoy some TV in bed. Real Talk, das ist größer als meine Wohnung, glaube ich, die ganze Nummer hier. Naja. With just 45 minutes remaining of our flight, I reluctantly think it's time to get changed back into my clothes. Unfortunately, I don't think you can come into land while still in bed. No. When we get to Abu Dhabi, I'll explain exactly how I booked this. Was war das denn jetzt? This. It's time to sit back in my living room for one last time. Let's get the Timbs back on and of course my seatbelt on for landing. Glaubst du, der hofft einfach, dass irgendwann mal Timberland, die Firma da ihn irgendwie sponsert oder was? Warum macht er das immer mit den Timbs? Ich verstehe das nicht. This truly has been one incredible experience and one which I'll remember for a long time to come. Okay, let's talk cost. I paid in full for this trip. It wasn't a press invite or anything like that. Okay, ey Leute, mal nicht schlecht. Er macht einen Disclaimer, er macht einen Full Disclosure. Er sagt, er hat nichts dafür bekommen, nicht eingeladen worden. Booked several months ago on the Etihad website. Was sagt ihr, Chat? Okay, wir können raten, oder was? Am Anfang hat er gesagt 20.000 für das andere, was schlechter war. Hier sagt einer 50.000. Ich sag, nee, 7.000 sagen jetzt ein paar, 14.000. Ich sag 23.000 Euro. So to break it down, it was £3,486 plus an upgrade fee of $1,900. Okay, wie weit entfernt kann man denn bitte sein? Okay, ich habe keine Ahnung von Geld. Wie komme ich denn auf 23.000 Euro? Das wahrscheinlich kann man davon ein Privatjet bieten, ne? Making a grand total of £5,454. Ey, das geht. Also, ja, ne, in dem Kontext. Chat gerade, buche gerade. Leute, also wir sind ja wohl mittlerweile Ultras hier. Wir sind das doch gewohnt. Das sind doch keine Preise für uns. 5.000? Völlig in Ordnung. Also das ist ja absolutes Schnäppchen fast für die Welt. As always, let me know what you thought of the trip down below and I'll catch you all again next time. Ja, Leute, okay. Das war's mit dem neuesten Track Trendy React. Tschüss.